ihr Lieben, hier ist Jessica. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In den nächsten Videos, ich weiß noch nicht, wie viele es werden, geht es darum, mit einer kleinen Farbpalette ein Bild aus Joanna Basfords Secret Garden auszumalen. Und diese Serie ist für alle Anfänger oder an alle Anfänger gewidmet, die mit einem kleinen Set anfangen. Die meisten kaufen sich ein 12er Set, ein 24er Set und merken sehr schnell, dass sie mehr Farben brauchen oder an ihr Limit kommen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man meistens zu faul ist, sich die Farben zu mischen, oder man hat einfach noch nicht die Erfahrung. Und ja, das möchte ich in dieser Serie mit euch zusammen erlernen. Farben zu mischen, mit wenig Farben klarzukommen. Es ist für mich eine große Herausforderung, weil ich Farben mischen gar nicht mag. Mit Buntstiften auf jeden Fall nicht. Mit Wasserfarben mache ich super gerne, das ist kein Problem. Aber Buntstifte sind etwas, wo ich mich noch nicht dran getraut habe. Oder was ich selten mache. Und ich habe mir hier das klassische 12er Set aus den Prismacolors rausgesucht. Da drin ist ein Weiß, das Kanariengelb, die 916, Orange 918, Crimson Red 924, Apple Green 912, Grass Green 909, True Blue 903, Violet Blue 933, Violet 932, Sienna Brown 945, Dark Brown 946 und ein Schwarz mit der 935. Das Besondere an diesem Set ist, dass es ein Lila hat. Die meisten 12er Set haben kein Lila, weil das lila Pigment ein teureres Pigment ist und deswegen oft nicht in den 12er Set mit reingenommen wird. Ja, zu Beginn würde ich euch raten, so wie ich das hier gemacht habe, eine Farbtabelle herzustellen. Und das macht man, indem man seine 12 Farben horizontal und senkrecht auf eine Tabelle einträgt und immer die Farben gegenüber mischt. Also das Gelb mit dem Gelb, das Gelb mit dem Orange, Gelb mit Rot, Gelb mit Grün, Gelb mit Dunkelgrün und so weiter und so fort. Dann zur nächsten Farbe. Orange mit Gelb, Orange, 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 Rot, Orange, Grün und so mischt man die ganze Zeit. Ich habe hier die Spalten unterteilt. Erstens, weil ich zu faul war, das ganze Feld auszumalen und weil ich einen kleinen Test gemacht habe. Und zwar habe ich hier zuerst das Rot aufgetragen und mit dem Gelb übermalt. Und dann habe ich hier zuerst das Gelb aufgetragen und mit dem Rot übergemalt. Und wie man sieht, sind die Ergebnisse ein bisschen unterschiedlich. Zwar liegt das daran, dass man zuallererst das Papier mit dem Pigment, das man zuerst aufträgt, sättigt und die zweite Farbe quasi zum Blenden oder zum Vermischen benutzt. Und das ergibt natürlich dann unterschiedliche Farben. Und ich habe das in der ersten Reihe einmal getestet, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Und im Prinzip habt ihr das hier in eurer Farbtabelle verteilt. Hier habt ihr zuallererst das Grün aufgetragen und mit dem Blau gemischt. Und hier habt ihr zuerst das Blau aufgetragen und mit dem Grün gemischt. Und wenn man das so nebeneinander sieht, ist das hier ein bisschen grüner, oder das ist mehr ein Smaragdgrün und das hier ist ein bisschen mehr ein Blaugrün. Also es gibt da schon Unterschiede und ich würde euch einfach zu Bildungszwecken empfehlen, so eine Farbtabelle anzulegen, um euch zu helfen.
Ich werde mir jetzt die Farben noch einmal genauer angucken und ein Kreuzchen neben die Farben machen, die mir gefallen und die ich gerne benutzen würde. Zum Beispiel finde ich dieses, muss ich gerade mal gucken, lila und rot, rot und lila. Ich finde diese Farbe schön und diese Farbe schön. Das Braun und das Rot hat ein wunderschönes Dunkelrot ergeben, das ich gerne benutzen möchte. Zum Beispiel hier dieses komische Braun brauche ich nicht unbedingt. Aber ich finde diese Grün- und Blautöne sehr schön und die würde ich gerne in meinem Bild benutzen. Was habe ich hier denn noch, was mir gefällt? Das hier natürlich und so ein Gelb-Orange. Dieses Dunkelbraun mit dem Rot ergibt so ein schönes Dunkelrot. Das finde ich auch ganz schön. Ja, das sind so fürs Erste die Farben, die ich benutzen möchte. Die Farbkombination werde ich mir jetzt nicht extra nochmal rausschreiben. Ich werde das ja sehen, wenn ich anfange es zu benutzen. Und ja, legen wir dann einfach mal los. Das ist das Buch von Joanna Basford, Secret Garden. Ein wirklich schönes Buch für Leute, die Blumen und Pflanzen lieben. Und ich habe die Version mit dem cremefarbenen Papier und ich mag das Papier echt gerne. Als ich es mir zuallererst gekauft habe, war ich ein bisschen skeptisch gewesen, aber das Papier ist wirklich toll zum Blenden. Mein Lost Ocean Buch hat weißes Papier und das finde ich nicht so gut, um ehrlich zu sein. So, wir beginnen mit dem ersten Teil dieses Color Alongs. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Bild male. Ich werde gucken, wie wir vorankommen und ja, wie ihr diese Serie natürlich findet. Hinterlasst mir eine Nachricht, ob ihr die ganze Hälfte haben möchtet oder ob euch ein kleiner Teil reicht. Und ich freue mich natürlich auch immer über Fotos und Nachrichten, wie so euer Fortschritt ist. Wir benutzen das Rot, Orange und das Gelb und legen auch schon los, indem wir hier unten ein bisschen von dem Gelb vorgeben. Ich benutze immer kleine kreisende Bewegungen, so kann ich persönlich die Farbe besser auftragen. Dann ein bisschen Orange. Das Orange ziehe ich ein bisschen in das Gelb runter, aber nicht zu sehr. Und zum Schluss das Rot. Macht euch um das Verblenden der Farben jetzt noch keine Sorgen, bei den Prismacolors auf jeden Fall nicht. Es kommt immer darauf an, welche Stifte ihr jetzt für dieses Color Along benutzt. Die Prismacolors sind so cremig, ich kann gleich mit dem Gelb alles in einem Schwung zusammen verblenden. Das Rot trage ich etwas stärker auf, damit das nicht gleich mit dem Gelb zu einem Orange gemischt wird, sondern wirklich ein Rot bleibt. Und wenn ich das stärker auftrage, ist das Papier gesättigt und nimmt wenig von der Farbe auf, mit der ich gleich alles zusammenblende. So, und jetzt gehe ich mit dem Gelb über alles drüber und ich fange immer an. Ich brauche einmal Schmierpapier. Ich
fange immer von der hellsten Farbe an und gehe in die dunkelsten Farbe rein, mit kleinen kreisenden Bewegungen. Dann mache ich den Stift ein bisschen sauber und das gleiche für die nächste Ecke. Und so haben wir unsere nächste Blume fertig. Einmal kontrollieren, dass das Gelb auch sauber ist. Und das Rot hier in die Ecke. Mit etwas mehr Druck und weniger Druck runter zum Orange. Viel Druck und weniger Druck runter zum Orange. So, jetzt blenden wir alles zusammen. Wieder mein Schmierpapier hier hinziehen. Von der hellsten Farbe und rüber zum Rot. Stift sauber machen. Also die Prismacolors sind auf dem Papier hier wirklich super cremig. Man kann so schön ineinander blenden. Ihr habt ja gesehen, wie unvorsichtig ich die Farben aufgetragen habe. Und ich kann jetzt immer noch hier die Übergänge im Nachhinein ein bisschen weicher machen und vermischen. Also für Anfänger wirklich tolle Stifte, die ich empfehlen kann. Gerade wenn man lernt zu blenden, das ist immer schön. Und so mache ich weiter für den Rest der Ecke. Das war der erste Teil dieses Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Bis dann!